Hallo, mein Name ist Sebastian, ich bin Spieleentwickler und ich möchte euch heute zeigen, wie man in Unity Daten in JSON abspeichern kann. Ich habe dazu ein kleines Skript angefertigt. Man kann damit bestimmte Daten, die man hier eben angegeben hat, des Levels speichern. Das ist also so ein dezentraler Ansatz, levelweise. Es gibt dann auch jedes Mal für jeden Level eine andere Speicherdatei. Ihr könnt es, wenn ihr euch das ein bisschen anguckt, auch umbauen, dass es also für ein ganzes Spiel verschiedene Situationen speichert. Aber dieser Ansatz, dass man das erstmal pro Level macht, ist für Anfänger vielleicht ein bisschen übersichtlicher und besser zu verstehen. Deshalb mache ich das hier so. Erkläre ich kurz die Komponente und hole dazu auch schon gleich mal den Quelltext ran, dass wir da vergleichen können und gucken können. Hier haben wir den String Simple Save Tutorial. Das ist der Name des jeweiligen Levels, für den eben die Daten hier gelten. Das wäre dann also hier dieses Feld Scene Name. Als nächstes kommt dieses Feld Save Data. Das haben wir hier auch, Save Data. Und da ist einmal eine Int-Value-List, eine Float-Value-List und eine String-Value-List. Und diese Daten sind hier oben, das sind die unterschiedlichen Klassen zum Speichern der verschiedenen Werte. Also einmal Int-Value-Save, Float-Value-Save und String-Value-Save und Game-Object-Save. Und hier, wie gesagt, die Klasse, die alles zusammenfasst, die Save-Data-Klasse. Und hier ist die Save-Data-Klasse als Member-Variable. Jetzt klappe ich das mal auf, so eine Liste, und da haben wir jetzt die jeweiligen Werte. Hier ist eine ID und darunter ist der Wert und hier ist, falls ihr das wollt, ein Textdisplay, das dann automatisch von dort gespeichert und auch wieder zurückgeladen wird. Also dieses Textfeld wird dann jedes Mal automatisch aktualisiert sozusagen. Und den Wert findet ihr natürlich hier in der int-value-save Klasse und das ist hier ist die ID, da ist der Value. Und so funktioniert es bei allen anderen Klassen, die für die anderen Daten, Float und so weiter, ebenfalls. Dann kommen wir zur GameObject-Liste, die ist ein bisschen anders. Hier gibt es eine ID erstmal, also hier in dem Fall ist es Player und dann das GameObject Player. Das wäre das hier drüben. Die anderen Werte, die hier noch sind, die sind verborgen und zwar wären das diese hier in der GameObject Save Klasse. Das wäre die Position und das Active, die sind mit Hide Inspector verborgen. Die werden zwar gespeichert später, aber wir benötigen sie nicht zur Anzeige. Und dann ganz unten sind die Button, Save Button, Load Button, Delete Button. Über diese Button kann man eben das entsprechende dann ansteuern, wenn man die hier verbindet. Hier unten ist noch einmal ein Toggle für Load on Awake. Das wäre dann hier dieses Bool. Da sind die Button. Damit kann man sagen, dass man beim Starten des Levels auch gleich die Daten laden möchte. Also erstmal, was brauchen wir alles? Wir brauchen auf jeden Fall den Scene Manager und wir brauchen System.io. Durch das System.io bekommen wir die File-Klasse und mit der können wir eben Daten schreiben. Hier sind wir wieder in der Startmethode. Hier holen wir uns zuerst den Scene-Namen, den aktuellen Scene-Name mit getActiveScene vom Scene Manager.name, vergleichen den, ob das der Name ist, den wir angegeben haben in unserer Komponente SceneName. Wenn nicht, dann ist hier gleich Schluss, dann wird es zerstört und fertig. Dann haben wir hier den Pfad, den bauen wir mit path.combine zusammen aus Application Persistent Data Path und unserem SceneName plus SaveData.json. Dieses Application Persistent Data Path kommt von Unity. Das ist der Pfad, wo Unity uns Daten abspeichern lässt. Jeweils, das ist bei verschiedenen Plattformen unterschiedlich, das sind immer andere Pfade. Deshalb nutzt man dieses Application Persistent Data Path, damit da nichts schief gehen kann. Gut, wenn if load on awake, dann wird gleich geladen. Das gucken wir uns gleich an. Und hier sind dann die drei Button, die jeweils ihre Methode aufrufen fürs Laden, Speichern und fürs Löschen. Jetzt gehe ich mal hier zu dieser Load-Methode. Da wird zuerst geguckt, existiert der File überhaupt? Wenn ja, dann wird der gelesen mit File Read All Text und dem Path, den wir gerade zusammengebaut haben oben. Und als nächstes kommt die JSON Utility Klasse.
mit der Methode formJSON. Hier müssen wir angeben, welche Klasse wir herstellen wollen aus dem JSON-String. Den JSON-String, wie gesagt, laden wir aus der Datei, die wir natürlich vorher abspeichern mussten. Dazu kommen wir gleich. Also diese Klasse JSON-Utility formJSON, die instanziert uns dieses SafeData-Klasse und gibt uns die Referenz darauf zurück. Hier wird nochmal der Pfad als Logtext ausgegeben, damit wir nachher gucken können, was da gespeichert wird. Und hier wird die setLoadedData-Methode aufgerufen. Diese setLoadedData-Methode, die kriegt die geladenen Daten von oben, iteriert jetzt durch die geladenen Daten und ruft jetzt jeweils hier in dem Fall die setIntValue-Methode auf und übergibt data.id und data.value. Und bei den anderen ist es genauso, eben nur für die Float-Liste, für die String-Liste und für die GameObject-Liste. Jetzt schauen wir uns mal diese Set-Methoden an. Die sind hier oben. Diese Methoden könnt ihr auch von außen, diesen Public, aufrufen, wenn ihr die Werte per Skript von außen noch beeinflussen wollt. Das müsst ihr aber nicht unbedingt tun. Das Skript funktioniert auch so. Wir nutzen aber diese Methode eben jetzt hier auch. Von Load aus wird die eben aufgerufen. Also von diesem setDataValue wurde die aufgerufen, zum Beispiel. Jetzt wird hier geschaut, wir gehen durch die gespeicherten Daten durch. Die Daten, nicht die geladenen, sondern die Daten, die wir hier, diese hier in den Listen, und schauen, ob da eine ID, die wir hier oben reinbekommen haben, übereinstimmt. Wenn das so ist, dann haben wir den entsprechenden Eintrag. Dann können wir den Wert setzen und falls dieses Textdisplay hier ungleich null ist, dann setzen wir auch noch den Inhalt des Textdisplays auf den Wert. Da müssen wir aufpassen, das ist ja hier kommt ja ein Integer Value rein, also müssen wir hier das Ganze konvertieren mit toString. Hier unten genauso, nur für Float-Werte und hier genauso. Hier müssen wir nicht mehr konvertieren, weil das ist schon String. Und hier bei setGameObject kommt die Position und ist active rein und wir setzen dann nach der Prüfung, ob diese Werte vorhanden sind, ob es die richtige ID ist, hier die Position und das setActive auf True oder False, also auf isActive, je nachdem, was gespeichert war. Hier gibt es jetzt noch einige Get-Methoden, mit der man die Daten dann von außen noch holen kann, die gespeicherten, für getInt, getFloat und getString. Und jetzt kommen wir hier noch zu der Save-Methode. Zuerst wird hier Update Saved Data aufgerufen und das macht Folgendes. Hier werden, falls wir Textdisplays angegeben haben, die Werte von den Textdisplays geholt vorm Speichern. Also die werden aktualisiert anhand der zugewiesenen Textdisplays. Wenn wir kein Textdisplay haben, ist das hier null und dann passiert hier auch nichts. Dann wird eben das gespeichert, was Data Value vorher schon gewesen ist. Eventuell, weil wir es eben von diesen Set-Value-Methoden zugewiesen hatten, falls wir eben kein Textdisplay verbunden haben. Und dann gibt es hier den umgekehrten Weg. Und zwar stellen wir aus der SafeData-Klasse, also dieser Klasse hier, da wo unsere gespeicherten Daten drin sind, stellen wir jetzt einen JSON-String her. Und diesen JSON-String, den können wir dann mit WriteAllText von File speichern unter dem Pfad, den wir uns oben zusammengebaut hatten. Und hier geben wir dann nochmal im Log den Pfad aus, um schauen zu können, was drin ist. Macht sich das ein bisschen einfacher, wenn wir den gleich haben. Gut, und das war's hier schon. Ihr könnt euch das Skript kostenlos runterladen, schaut es mal durch. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich antworte gern, falls es da noch irgendwelche Probleme gibt. Eine Sache möchte ich noch kurz erklären. Und zwar haben wir hier immer IDs verwendet. Wir könnten jetzt natürlich einfach hier einen Wert abspeichern, der Reihe nach in einer Liste und dann einfach hier zuweisen. Das Problem ist jetzt aber, wenn ihr euer Spiel veröffentlicht habt und ihr habt das so gemacht und ihr habt keine Zuordnung über solche IDs, dann kann es sein, dass ihr, wenn ihr später dann was verändert, weil ihr noch irgendwas zusätzlich einführen wollt, dass das euer Save-System dann nicht mehr stimmt. Die
die Nutzer, die Spieler, die haben schon Dateien, wo sie schon Sachen abgespeichert haben und ihr kommt jetzt mit einer ganz anderen Reihenfolge von Daten und so weiter. Also, das wird nicht funktionieren. Deswegen ist dieser Weg hier, über diese IDs das zu machen, eigentlich ein ganz guter Weg, weil so ist es dann so, dass wenn es diese ID eben nicht gibt, dann gibt es die nicht und dann wird halt einfach nichts gemacht, aber es wird eben auch nichts falsch gemacht, ne? Also es gibt keine Fehler nachher. Und wenn der Nutzer dann das nächste Mal abspeichert mit seiner aktualisierten Version, dann wird es dann diese Einträge auch geben, dann werden die abgespeichert, wenn sie da sind. Jetzt gucken wir uns noch an, wie so ein JSON-File aussieht. Hier unten seht ihr schon, ist der File, also der Pfad dahin, und ich kopiere mir den mal und hier ist die entsprechende Datei. Seht schon, die heißt hier Simple Safe Tutorial _Safe Data und das ist eine JSON-Datei. Und jetzt können wir uns mal angucken, wie das aufgebaut ist. Also hier seht ihr schon, hier ist unsere Int-Value-Liste, dann kommt hier die ID Health, der Value, der ist jetzt hier 100, dann habt ihr hier das Text-Display, da gibt es eine Instance-ID, das kommt von Unity, das speichern wir hier zwar mit, aber die benutzen wir nicht, wir haben unsere eigene ID gemacht, weil das kann sich hier auch ändern im Unity-Projekt unter Umständen und dann kann es auch Probleme geben, deswegen machen wir, wie gesagt, unsere eigenen IDs. Und das wird eben durch die JSON-Utility-Klasse hier mitgespeichert, also mit in den String reingebaut. Das können wir jetzt so nicht verhindern, so einfach. Und das ist auch jetzt nicht weiter wild. Gut, dann ist hier so eine Liste mit einem Game-Objekt. Hier ist die Position. Hier auch die Instance-ID, aber wie gesagt, die interessiert uns nicht. Probieren wir mal aus. Ich starte das Ganze mal. Zuerst mal lösche ich mal. Und jetzt verschiebe ich mal hier den Player für eine neue Position und speichere das Ganze ab. Halte das Programm an, starte neu und lade jetzt hier und ihr seht, der Player wurde versetzt. Das gleiche können wir nochmal probieren hier mit Health. Da mache ich jetzt aus der 100 mal eine 30. Speichere, beende das Programm. Und jetzt möchte ich noch Folgendes machen und zwar hier möchte ich jetzt Load on Awake nutzen. Also das heißt, jetzt müsste sofort das entsprechend geladen werden, wenn ich jetzt starte. Und das passiert auch, ne? Der Player wird rübergesetzt, 30%. Also, das haut hin soweit. Eins haben wir noch nicht ausprobiert, und zwar dieses is active. Ich setze mal jetzt dieses Collectible hier unten. Das mache ich mal aus. Das wurde gesammelt. Und jetzt speichere ich hier. Halt an. Nochmal. Und das wurde ausgeblendet. Also, das sieht gut aus, das funktioniert soweit. Wenn ihr noch einen Fehler finden solltet, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, auch wenn irgendwas nicht so ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, wenn ihr noch irgendwas erweitern wolltet, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich antworte euch gern, ich gehe gern drauf ein. Und ich hoffe, ihr lasst mir ein Like da. Und wenn ihr wollt, sogar ein Abo, wäre toll. Hier kommen immer wieder neue tolle Sachen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.